Ich befinde mich gerade von dem Weg nach Queenstown zu Mount Cook und das ist jetzt gerade ein kleiner Zwischenstopp und man sieht schon, wo es so ein bisschen hingeht. Sieht einfach wieder richtig krass aus. Der Abend gestern war richtig genial, wir hatten ultra viel Spaß, viele Leute kennengelernt. So gut, dass ich dann fast die Abfahrt vom Bus heute Morgen wieder verschlafen hätte. Und ich glaube, ich habe im anderen Hostel ein T-Shirt vergessen, aber was soll man machen? Und ich freue mich schon jetzt wieder richtig viele neue Sachen zu sehen. I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Ich bin einfach nur geschockt, das ist unfassbar. Dieses Wasser hinter mir ist so verdammt blau und da hinten ist auch schon der Mount Cook und ich bin echt gespannt, was man jetzt noch so alles sieht. Baby, I wanted you to be here. So, ich mache jetzt den Hooker Valley Walk im Mount Cook National Park und ja, ich habe richtig Bock. Was ja echt cool gemacht ist, ist, dass es die normalen Wege gibt, aber es gibt auch immer noch so kleine Abzweigungen, die man nehmen kann. Und der erste Vorteil ist, hier gehen kaum Leute her, das heißt, man ist ungestörter und kann auch alles viel schöner sehen. Und zweitens macht es auch einfach mehr Spaß. Ich kenne mich zwar nicht aus und ich werde gleich auch noch nachschauen, warum das so ist, aber da oben auf dem Gletscher ist der Schnee einfach teilweise rot. Richtig cool. So, ich befinde mich gerade mit der lieben Ellen aus Schweden auf dem Hooker Valley Walk. Hey! I know 2 words. Yeah. German. Schmetterling! Krankenwagen! Yeah, that's typical German. Vielleicht. So, give me the camera. So, uns wurde gesagt, dass man den Weg hier ungefähr wieder anfangen soll zurückzugehen. Aber hier gibt es so einen Steinweg und wir haben richtig Bock, hier auf den kleinen Berg zu klettern für eine noch geilere Aussicht. You. Hello! Hello. Ja, schade, war wohl nichts. Hier geht es nicht so wirklich weiter, aber wenigstens sind wir ein bisschen höher. Jetzt geht's wieder den ganzen Weg zurück bis nach da hinten. Wunderschöner neuer Morgen ist angebrochen und heute ist das Wetter noch viel klarer als gestern. Das heißt, die Wolken sind viel weiter oben und man kann den Berg noch besser sehen. Und ja, es ist einfach so schön hier. Gestern Abend sind wir dann noch einfach Sterne gucken gegangen, weil der Himmel hier so klar ist. Das heißt, man kann sich hier einfach irgendwo in das Feld legen und guckt dann nach oben und sieht alle möglichen Sternbilder, vielleicht sogar auch den Mars. Und jetzt geht's weiter nach Peel Forest. Einer der Vorteile von einer Reise mit einem Busunternehmen ist, dass man auch an Orte gelangt, die man selber vielleicht gar nicht eingeplant hätte. Das heißt, wir sind jetzt hier am Mount Cook gewesen und fahren jetzt weg, aber auf dem Weg hier raus gibt es irgendwo einen bestimmten Spot, wo ein See ist und da ist wohl kürzlich mehrere 100 Meter Eis vom Gletscher runtergebrochen und deswegen kann man in dem See jetzt quasi mit Eiswürfeln schwimmen und ja, da habe ich richtig Bock drauf und bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und generell ist es einfach wieder eine schöne weitere Wanderung, die man hier macht. Und sonst hätte ich das wahrscheinlich verpasst. So, ich schätze mal, wir sind am Lake angekommen. Mal schauen, wie kalt das wird. Das sieht so nice aus. Das Wasser hat so eine richtige grau-bläuliche Farbe. Und
Jetzt geht's rein. Hey, Too much tell me your pressure, name, where you're from. I won't do it, I won't do it. You want to? You shouldn't hesitate. I can't do it. Oh. Hey guys, stop looking at me. Nobody's watching. Nobody's watching. Nobody's watching. Look at the view behind you. Not everything is about you. You can volunteer. How does it taste, Gary? It's good, fresh. Yeah, fresh? Is it? Nice. Not bad. Good ice. That's 100 years old. Right guys, let's vacation. Das ist der schönste Ort, in dem ich jemals ins Wasser gesprungen bin. Aber das war echt krank. Also man springt dann da rein und wenn man sich bewegt, dann, also es fühlt sich zwar verdammt kalt an, aber es geht erstmal. Aber währenddessen habe ich dann noch mit den Leuten weiter gesprochen und man merkt dann richtig, während man weiter da rumschwimmt und redet, dass die Muskeln anfangen total einzufrieren. Das heißt, irgendwann habe ich schon angefangen so zu reden und schon krass. Aber hier waren ja viele Leute und da war ein Steg, das heißt, man konnte auch sicher wieder rauskommen. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. Es war wohl gar nicht erlaubt, in den See zu springen. Und unser Busfahrer hat uns einfach dazu motiviert. Und ja, jetzt kam gerade einer von der Behörde und hat ein bisschen Stress gemacht, aber ist wohl scheinbar egal. Ein Mussstopp für jeden, der bei Mount Cook vorbeikommt, ist auf jeden Fall das Lake Pukaki. Es ist so unglaublich blau. Auf dem Weg nach Pier Forest machen wir gerade einen kleinen Stopp in Tekapo. Und Tekapo hat auch nochmal einen verdammt schönen See. Aber ich werde hier nicht bleiben. Ein paar Leute steigen hier aus dem Bus aus und bleiben hier für ein paar Tage. Ich muss aber meinen Flug auf die Philippinen pünktlich bekommen, deswegen kann ich hier nicht bleiben. Aber es sieht einfach wieder nur richtig krass aus. I don't have any food and I'm not panicking. Oh, sorry. No problem. Der Bus macht nun eine einstündige Pause, damit jeder einkaufen gehen kann, sich entweder WLAN suchen kann oder sonst was für Pier Forest, weil das ein bisschen abgelegener ist. Und ich mache jetzt einfach hier eine Stunde einen kleinen Nap. So, wir sind hier etwas abgelegener jetzt im sogenannten Pier Forest. Das ist im Prinzip so eine Art Hostel, aber hier sind nur Leute aus unserem Reisebus und hier ist auch nichts anderes in der Gegend. Das heißt, man musste unbedingt vorher einkaufen oder irgendwas anderes. Und was auch richtig nice ist, jeder aus dem Bus hat jetzt irgendwie ein bisschen Geld zusammengeschmissen für $15. Und dafür kriegen wir jetzt heute ein richtig krasses Abendessen, einfach Snacks und auch noch Frühstück am nächsten Morgen. Und das sieht dann ultra nice aus. Das ist hier ein sehr traditioneller Ort, deswegen gibt es auch überall keine Schlösser oder so an den Türen. Und was richtig krank ist, in den Hostelzimmern sind die Betten einfach dreistöckig. Gebt euch das. So, ich habe jetzt hier mit 4 Schwedinnen, Leuten aus der Schweiz oder auch aus England gerade gegessen und es war wieder richtig coole Unterhaltung. Das heißt, man hat sich irgendwie auch so über die kulturellen und politischen Unterschiede in seinem Land unterhalten und also zum Beispiel in Schweden gibt es voll die interessanten Sachen, dass zum Beispiel mal ab 16 das Kindergeld nicht mehr an die Eltern geht, sondern an die Kinder, die zur Schule gehen und während man studiert, wird das Geld dann nochmal höher. Das heißt, man verdient quasi ein bisschen Geld währenddessen oder es sind für Schüler zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten immer alle irgendwie öffentlichen Verkehrsmittel frei oder so. Und über all sowas unterhält man sich dann über die Unterschiede und dadurch lernt man noch mal viel mehr von der Welt kennen und das ist einfach richtig genial.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin vorhin aufgestanden und habe mir jetzt erstmal Pancakes gemacht. Ja, gestern Abend war noch ziemlich lustig. Auf einmal kam ein Hund irgendwo aus dem Nirgendwo her und da war da ein Opossum und dann haben die sich gegenseitig angeschrien, also angebellt und das Opossum hat auch irgendwelche Geräusche gemacht. Dann ist der Hund noch mit ins Hostel reingekommen, also ziemlich verrückt. Und heute geht es gleich auf nach Christchurch. So, Eleanor hat mir gerade den besten Lifehack für den Bus überhaupt gezeigt. Man nimmt einfach einen Pulli und packt ihn zwischen den Gurt. Perfekt. Ich hatte heute Morgen einen etwas traurigeren Abschied, weil ich echt nette Leute aus Schweden kennengelernt habe und auch aus Holland und die sind jetzt alle weiter nach Kaikoura gereist und ich bin noch hier in Christchurch. Dafür hatte ich aber richtig Glück, was den Free Food angeht. Ich habe eine komplette Packung Toast umsonst bekommen und auch noch einen ganzen Rest Spaghetti von Leuten, die den nicht mitnehmen wollten, die weiterreisen. Und spare mir dadurch heute Kosten fürs Essen. Vielleicht weiß das gar nicht jeder. In jedem Hostel in Neuseeland gibt es so eine Free-Food-Abteilung. Das heißt, es sind dann Regale oder Kühlschrankabteile, wo man einfach Essen, Soßen, was auch immer einfach hinstellen kann, wenn man das nicht mehr auf die Reise weiter mitnehmen möchte. Und hier und da gibt es da echt immer wieder coole Sachen drin. Das heißt, man sollte immer regelmäßig gucken und kann sich dadurch dann echt Geld sparen oder sein Essen oder Zutaten, die man besitzt, noch ein bisschen aufwerten. Und ja, das freut einen dann immer ziemlich hart. So, ein paar von euch wissen ja, dass ich nebenbei noch einen Online-Job für eine deutsche Firma habe, die ich mir ein bisschen Geld dazu verdiene. Da habe ich jetzt ein paar Stunden für gearbeitet. Und jetzt schaue ich mal, ob für meine Spaghettis im Freefood noch irgendwas an Soße da ist. Was ich gestern gar nicht erzählt habe, ist, dass ich hier ein bisschen Problem mit den Hostels hatte. Das heißt, ich habe vorher geguckt, was gibt es in Christchurch für Hostels und habe dann richtig Cooles gefunden. Das hieß das Jailhouse Hostel und das ganze Hostel ist aufgebaut wie ein Gefängnis. Und die Erfahrung wollte ich eigentlich echt gerne machen. Habe dann aber hier bei der Ankunft gemerkt, dass das Hostel 2 Kilometer, nee sogar 3,5 Kilometer entfernt ist von dem Punkt hier, wo die meisten Leute sich in Hostels aufhalten, die ich kenne. Und ein Uber, also zu Fuß wäre ich über eine Stunde dahin gelaufen und ein Uber hätte $16 pro Weg gekostet. Das heißt, wäre ich dahin gefahren und irgendwann nur noch mal zurück, dann würde das so viel kosten wie eine Hostelübernachtung hier, sogar mehr. Und dann konnte ich da zum Glück die zweite Nacht stornieren und konnte hier noch für einen günstigen Preis 2 Nächte bekommen. Das heißt, ich habe quasi für die letzte Nacht 2 Hostels bezahlt, aber das Geld wäre das gleiche gewesen, wenn ich nochmal die Leute hätte sehen wollen, was ich auf jeden Fall wollte. Und ja, jetzt bin ich heute noch die Nacht hier. Schau mal, ob ich in Christchurch noch was mache oder eher die Zeit heute mal am Laptop verbringe, um auch meinen Trip auf den Philippinen zu organisieren. Das ist eigentlich echt sehr wichtig. Und morgen geht es dann weiter nach Asien.